Meine Welt, meine Meinung am Morgen. Und wir begrüßen Holger Czepitz aus unserer Wirtschaftsredaktion. Holger, guten Morgen. Ja, ich bin fürs Geld hier zuständig. Jetzt immer mittwochs. Also wer das Geld achtet und wer mehr verdienen will, immer mittwochs einschalten. Ja, das ist 7:40 ist ein super Teaser, Holger. Ja. Aber du fängst Wir natürlich freuen uns auch auf dich. Ja, du hast auch heute den Blick natürlich auf die aktuellen Wirtschaftsdaten. Was werden die denn ergeben? Naja, ihr habt es ja schon gesagt, 0,2% Minus wäre es. Und damit sind wir in Deutschland das schlechteste Land aller Industrieländer. Und wenn man jetzt mal die G20 anguckt, sind die 20 größten Staaten, gibt es nur ein Land, was noch schlechter dasteht. Das ist Argentinien. Aber die haben wenigstens einen Präsidenten, Milei, der gerade so ein bisschen den Laden aufräumt. Das kennen wir in Deutschland nicht so. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, ist das so schlimm, wenn man nicht mehr wächst? Wir könnten ja auch würdevoll verarmen. Aber würdevoll verarmen kann Deutschland nicht wirklich. Und man muss auch sich überlegen, wenn man nicht mehr wächst, dann heißt das, wenn du mehr haben willst, dann muss ich weniger haben oder er weniger. Und dann muss man also Verteilungskämpfe. Und das funktioniert nicht. Das Zweite ist, wir haben einen sehr teuren Sozialstaat, also Rente. Und Rente funktioniert nur, wenn wir ungefähr 1,5% Wachstum haben. Und unter den normalen Umständen haben wir jetzt, wenn wir gucken, wie viele Leute vom Arbeitsmarkt wegkommen, wie produktiv die sind, haben wir ein Wachstum für die nächsten Jahre von 0,7. Also daran kann man sehen, dass man noch schütteln muss. Und was eigentlich noch frustrierender ist, wenn man die Zahlen sich anschaut, wir haben mehr Leute, die in Deutschland sind und mehr Leute, die gearbeitet haben. Und diese mehr Leute haben aber weniger produziert. Also pro Kopf, das Wirtschaftswachstum pro Kopf sieht noch schlechter aus. Und wir liegen unter dem Stand von 2019. Und das ist wirklich das Frustrierende. Und das wird heute wahrscheinlich, wenn die Zahlen rauskommen, gar nicht so klar werden, wie übel es für Deutschland aussieht. Ja, Holger, lass uns dann in dieser Frage natürlich auch auf den amtierenden Minister schauen. Denn das ist Robert Habeck, der grüne Kanzlerkandidat. Und warum ist ausgerechnet er dein Aufreger des Morgens? Ist mein Aufreger des Morgens. Er stellt ja heute sein Buch vor im Delphi Filmtheater, den Bach rauf. Und dann denke ich, Bach rauf klingt schon ein bisschen komisch. Und er hat sich da eine Idee genommen vom alten Wirtschaftsminister Ludwig Erhard. Der hat ja schon gesagt, 50% der Wirtschaft ist Psychologie. So, und er kapiert das auch, der Habeck, und sagt, naja, den Bach rauf, wir müssen halt dieses Schlechtreden, dieses Negative, müssen wir mal abschütteln. Und er plakatiert ja auch überall Zuversicht. Und dann fragt man sich, was hat er jetzt gemacht zuletzt? Und da hat er eher für Verunsicherung gesorgt. Die letzte Nummer war ja, alle Kapitalerträge, wollen wir noch Sozialversicherungsbeiträge obendrauf machen? Und jeder, der jetzt fürs Alter vorschlägt, denkt sich so, hey, was will er jetzt? Ich spare doch, damit ich nicht noch vom Staat das weggenommen bekomme. Das ist ja nur eine Sache, die so komisch ist. Er hätte ja auch noch ganz andere Sachen erzählt. Er hat mal erzählt, irgendwie, wenn ein Unternehmen nicht mehr arbeitet, dann muss es nicht unbedingt in Insolvenz gehen. Oder er hat erzählt, wenn wir irgendwie Zölle auf bestimmte Produkte in Deutschland kriegen, müssen wir halt andere Produkte exportieren. Schon komisch. Das ist, aber nicht nur diese Wirrungen sind komisch, wenn man auch sonst das Denken dieses Mannes sieht. Da saß er bei der Bild-Chefin Marion Horn am Küchentisch und hat dann gesagt, wir müssen was für Bildung tun. 6 Milliarden brauchen wir mehr. Brauchen wir eine Milliardärssteuer? Und dann denke ich mir so, wir haben schon 1000 Milliarden an Steuern. Kann er da nicht von den 1000 einfach mal 5 machen? Muss ich jetzt noch die Milliardäre versuchen durchzustellen? Wie viel gibt es eigentlich Milliardäre? Und die wachsen ja auch nicht nach, also auch kein nachhaltiges Konzept. Und all das zeigt mir, er ist nicht wirklich ein richtig guter Wirtschaftsminister. Und diese Idee, Psychologie, das hat er. Er kann zwar gut reden, man hört ihm gern zu, aber irgendwie sorgt er eher für Verunsicherung. Wir kennen das nach Heizungsgesetz, jetzt wieder diese Kapitalertragsnummer. Deswegen rege ich mich darüber auf und denke mir so, komm, Robert, dann mach's doch wenigstens auch so und mach nicht so einen Mist. Wobei man ja sagen muss, wenn man so in die Wahlprogramme guckt, es gibt ja viele Parteien mit, ich sag mal, kreativen Ideen. Man greift da ganz oben ins Regal. Auch deine Nachricht des Morgens dreht sich ums Geld. Ne? Meine Nachricht des Morgens hat mir noch eine Kollegin zugerufen, die hat sich mal die Wahlprogramme angeguckt. Und man denkt sich so, die Wahlprogramme sind geschrieben worden in Schlaraffenland. Und es ist, ich glaube, die teuersten, die Parteien, die überbieten sich mit den teuersten Versprechen, die es jemals gab. Rente, ich will jetzt gar nicht sagen, ja, der niedrigere Mehrwertsteuersatz, das ist eher eine Lappalie. Aber wo es richtig teuer wird, ist bei Rente und bei Pflege. Und bei Rente geht es nicht nur um Mütterrente, da will die CSU ja sogar was draufsatteln, da haben wir 4,5 Milliarden. Das ist egal eigentlich fast schon, sondern es geht um diese Haltelinie. Und diese Haltelinie, die hat nicht nur die SPD im Programm, sondern auch die Grünen so ganz verschämt im Programm mit drin. Und die könnte zu Mehrausgaben von ungefähr 500 Milliarden bis in die 2040er Jahre erreichen, wenn man das festhält. Jetzt kann man noch mal im AfD-Programm, die sagen gleich so Haltelinie 70%. Oder dann gibt es die BSW, die wollen einfach noch, die wollen noch ein bisschen obendrauf machen, also für alle Rentner 120 drauf und so weiter. Dann gibt es Bürgergeld, das auch teurer werden soll, wo auch viele sagen, ja, da müssen wir noch mehr drauflegen. Dann gibt es Elterngeld. Ach, das können wir doch ausweiten von 14 auf 18. Und man muss da mehr drauflegen. Das ist auch noch was. Und was aber auch noch die Leute nicht so richtig kapieren, ist Pflege. Und bei Pflege geht es darum, wie viel muss ich zuzahlen, wenn ich ins Heim komme von meiner Rente. Und da gibt es so Ideen,
nichts zuzahlen. Zum Beispiel Parteien. Und dann weiß ich natürlich, muss ich den Opa ins Heim bringen, damit ich dann als Kind irgendwann die Kohle, die Rente kriege und nicht Opa das zahlen muss oder nur ein Tausender zuzahlen. Wenn man das macht, hat man so einen Heimdruck. Dann würden alle Alten ins Heim abschieben und dann wird das komplett unbezahlbar. Und das finde ich, ja, wir haben in Deutschland jetzt schon über 100 Milliarden, die wir in die Rente zahlen. Und wir haben jetzt schon irgendwie 50 Milliarden für Bürgergeld. Und jetzt noch was obendrauf machen, das ist echt nicht das Richtige. Und es ist fast schon wieder ein Aufreger. Ihr merkt schon, ich habe fast nur Aufreger hier. Man merkt es schon, aber Holger, wir entlassen dich nicht aus unserem Studio mit deiner Hoffnung des Morgens. Du musst ja auch eine Hoffnung haben. Du musst ja die Zukunft haben. Das Land kann ja auch mehr, muss man sagen. Und da gab es 2 Meldungen, die mich hoffnungsvoll gestimmt haben. Es würden 11% mehr Startups gegründet. Und da geht es ja bei Startups immer um Innovation, um schöpferische Zerstörung, um was Neues. Und 7% mehr Kapital haben die bekommen. Und das ist schon mal eine positive Sache. Wenn Leute wieder gründen, wer gründet, muss zukunftsfreudig sein. Wer Kinder kriegt ja auch, aber wer gründet natürlich auch. Da muss man glauben, hier geht was. Und ich glaube, hier geht auch mehr. Und es geht nicht nur bei Gründung was, sondern es geht auch mehr, wenn man überlegt, wir haben 4 Millionen Menschen im Bürgergeld. Und die sind ja nicht alle bettlägerig. Und wenn wir es nicht schaffen, in den Arbeitsmarkt 1 Million davon noch reinzubekommen, wir haben 45 Millionen ungefähr im Arbeitsmarkt, dann können wir die 1 Million machen. Und wenn die produktiv was schaffen, haben wir alleine da schon die 2%, die CDU verspricht. Also allein an so kleinen Zahlen kann man merken, wenn wir es schaffen, so die Anreize richtig zu setzen und die Leute richtig mal zu motivieren und wieder sagen, in diesem Land geht wieder was, dann geht das. Aber ich glaube, 2025, das wird noch nicht das Jahr, wo jetzt der große Durchbruch kommt. Aber wenn die neue Regierung ist, vielleicht können wir da hoffnungsvoll sein. Ich bin echt gespannt auf kommende Woche. Nächsten Mittwoch ist er wieder da, Holger Czepitz. Ob du dann wieder so aus. Da bin ich in Davos. Da stehe ich dann im Schnee und würde aber auch dann euch erzählen, was da ist. Da ist Robert Habeck übrigens auch. Also insofern, ich werde Robert. Stellt er sich ja zu dir oder ihr macht eine Schneeballschlacht. Das wäre cool. Und wer weiß, ich meine, vielleicht zündet ja diese Idee mit den Bürgergeld-Startups noch richtig. Wie wenn Robert du meinst Bürgergeldempfänger sollen Startups gründen? Ja. Das ist eine Idee. Ja, wenn das kommt. Holger, wir danken dir. Sehr gerne. Meine Welt, meine Meinung, Holger von Holger Czepitz. Dankeschön. Danke dir.